So, herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde, heute zu einem erneuten Video auf tt-test.de. Es gibt heute ein großes Special. Wir testen keine Belege, sondern wir testen Material. Und dafür ist heute Nico am Start. Hi. Hi Nico, schön, dass du es einrichten konntest. Sehr gern. Ja, stell dich doch mal vielleicht in 1, 2 Sätzen vor. Oha, ich bin Nikolai Popal, ich bin Tischtennisspieler aus Berlin. Ich spiele schon lange Tischtennis. Manche werden mich vielleicht kennen. Ich habe früher angefangen im Wedding, ungefähr hier. Wir sind ja gerade in der Füchsehalle, komme aus dem Norden Berlins. Ich habe in einigen Vereinen schon gespielt. Ich bin ein relativ ungewöhnlicher Fall vielleicht. Ich bin im Jugendbereich so mittel erfolgreich gewesen. Ich glaube, das Beste, was ich jemals war Nummer 20 in Berlin. In Berlin war nicht so stark damals. Also Lorenz zum Beispiel, mir da extrem viel voraus. Er ist viel stärker im Jugendbereich gewesen, als ich es hier war. Ich bin so ein bisschen Spätstarter. Ich bin dann später so ein bisschen durch viel Training ganz gut geworden und habe gespielt bis kurz hin auch zur ersten Bundesliga. Da habe ich nur eine Halbserie gespielt, aber zweite Bundesliga viele Jahre, Regionalliga viele Jahre. Damals gab es noch keine dritte Bundesliga. So, genau, so in Kurzform. Ja, da bist du mir auf jeden Fall viele Schritte voraus. Kommt noch. Ja, vielleicht. Ja, also wann hast du eigentlich so angefangen mit Tischtennis? Ich habe relativ spät begonnen, mit fast 12. Ich habe vorher glaube ich, ein bisschen Judo gemacht und verschiedene Sachen so. Kumpels haben mich mitgenommen zum Verein, die haben auf Steinplatten gespielt und bin da gleich am ersten Abend eingetreten, weil ich es so cool fand mit den Platten und so. Und du hast ja jetzt nicht den normalen Tischtennisschläger, sag ich mal, sondern du spielst ja mit Material. Hast du direkt von Beginn angefangen? Nee, auch das nicht. Auch da bin ich untypisch. Ich glaube, ich habe erst mit 19 mit kurzen Noppen begonnen. Vorher habe ich glatt gespielt, ganz normal. Und dann hat ein Freund gesagt, ja, du schubst und blockst doch nur. Versuch doch mal mit kurzen Noppen zu spielen. Vielleicht ist es ganz gut. Warum nicht? Ausprobiert, mir gefallen und ja, nie wieder weggelegt. Ja. Genau. Aber du spielst die kurze Noppe nur auf einer Seite, ne? Nur auf der Rückhand, genau. Ich drehe auch nicht. Meine Schlägerhaltung verhindert das so ein bisschen. Soll ich mal kurz? Ja, zeig doch. Ja. Ich habe eine etwas eigenwillige Schlägerhaltung. Die war nicht immer so. Ich habe auch mal standardmäßig angefangen, hat sich so ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Irgendwann war die dann so. Und das wäre sehr komplex, jetzt da noch drehen zu wollen. Da müsste ich quasi ein Timeout nehmen jedes Mal oder mit der anderen Hand zugreifen. Ja. Genau. Und dadurch ist es auch relativ logisch, mit kurzen Noppen zu spielen, weil ich immer sehr stark drehen muss, um den Schläger zu schließen bei der Rückhand. Das wäre bei Noppen innen extrem schwierig. Du könntest zum Beispiel, ja genau, du könntest gar nicht so zumachen und dann richtig mit Feuer über den Ball gehen, weil es deine Handhaltung quasi gar nicht erlaubt. Genau der gegenteilige Griff. Ja. Der Vorhandgriff. Bist du dann auch eher passiv mit der Noppe oder machst du auch aktive Schläge? Beides. Ich versuche schnell in die Ecken zu spielen, aktiv zu spielen, aber ich mache auch Tempowechsel, ich spiele kurz, Variationen. Ja, interessant. Genau. Sehr interessant. Okay, und wenn ich jetzt als aktiver Spieler erstmal gegen dich spiele, was muss ich im Kopf bedenken, wenn ich weiß, nach meinen Spielen, aha, mein Gegner hat eine kurze Noppe, worauf muss ich mich einstellen? Was gibt's da vielleicht für Typen? Prinzipiell würde ich sagen, dass kurze Noppen flacher abspringen, eine Tendenz haben, nach unten zu ziehen. Der Topspin-Spieler oder Angreifer, wenn man so möchte, müsste wahrscheinlich den Schläger etwas mehr öffnen, mehr nach oben spielen, ein bisschen mehr ziehen. Wenn er gegen kurzen Noppen zu gerade spielt, kann es passieren, dass die Bälle im Netz landen oder Netz raus oder flach im Aus. Also das Spiel ändert sich so ein bisschen in die flache, etwas kürzere Richtung. Hängt aber auch von den Noppen und vom System ein bisschen ab. Aber das wäre das Prinzip. So. Ja, also auf jeden Fall im passiven Spiel, das kann ich auch, also es bestätigt zu 100%, man muss schon mehr Flugkurve in den Ball reingeben. Und man kann nicht erwarten, dass wenn man den ersten Ball zieht, in den Block kommt, dass man beim zweiten, wie man es beim normalen Schläger kennt, raufgehen kann, sondern du musst den zweiten wieder mit Flugkurve spielen. Ein bisschen softerer Balltreffpunkt. Genau. Das ist so ein bisschen das Ziel des kurzen Noppenspielers, den Block so unangenehm zu spielen, dass man den nicht sofort sehr hart spielen kann. Es gibt aber auch kurzen Noppenspieler, die auch nur auf Tempo spielen. Zum Beispiel wie Matthias Falk, der Vize-Weltmeister. Oh, ja. Der spielt ja auf der Vorhand die kurze Noppe und der spielt eine sehr, sehr moderne, mit so einem Tensoreffekt, mit so einem
eingebauten Katapult, sowas gab es früher nicht so. Mhm. Die ist nur auf Tempo und Schießen ausgerichtet. Mhm. Da ist der Noppeneffekt zwar auch vorhanden, aber nicht im Vordergrund, sagen wir mal. Während zum Beispiel, wenn man eine Mima Ito sich mal anguckt, so diese Japanerin, die Weltklasse spielt, die macht manchmal auch solche Chop-Blocks und lässt mal abtropfen oder so. Ist ein bisschen von der Noppe abhängig, aber das Prinzip ist so, man muss den zweiten etwas vorsichtiger ziehen als gegen glatt. Und die Noppe annulliert auch den Spin, wenn ich jetzt im aktiven Bereich bin. Also wenn du jetzt der gegenziehen willst, beispielsweise mit der kurzen Noppe, nimmst du dann den Topspin von mir raus, also den Überschnitt, den ich in den Ball gebe, annulliert es die kurze Noppe, oder würdest du sagen, ich muss genauso zumachen wie mit einem glatten Belag, vielleicht sogar noch mehr oder mehr öffnen? Das hängt von den kurzen Noppen ab. Prinzipiell würde ich sagen, ist es so, dass man unempfindlicher ist. Man kann zwar selber weniger Rotation erzeugen mit kurzen Noppen, ist aber auch unempfindlicher. Deswegen ist man für dieses schnelle Spiel so ein bisschen geeigneter. Aber das hängt auch von den kurzen Noppen ab. Jetzt nochmal zurück zum Spielkonzept. Wenn ich jetzt dein Gegner bin und wir spielen gegeneinander, wie würdest du empfehlen, wenn wir uns eingespielt haben und ich merke, du hast eine kurze Noppe, wie muss ich mein Spielsystem neben den etwas weicheren Bällen umstellen? Gibt es aktive Aufschläge, die ich vielleicht vermeiden sollte, die ich spielen sollte? Gibt es Topspins, die ich gezielt so spielen sollte, dass sie für dich effektiv sind? Oder dass man merkt, da hat die kurze Noppe doch schon teilweise Probleme. Also die Noppen, die ich jetzt spiele, die sind etwas gefährlicher als die ich früher hatte, sorgen dafür dann auch, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten, so wie ich jetzt beim Sprechen, mit der Kontrolle habe. Ja. Das heißt, ganz, ganz viel Rotation kann jetzt ein Problem sein manchmal. Das war vorher nicht der Fall. Also ich muss es dann selber als Noppenspieler vielleicht vermeiden, zu oft zu schupfen, damit du mit ganz viel Spin ziehen kannst, weil den kann ich manchmal gar nicht kontrollieren. Der geht dann hinten raus, da gibt's ja gar keinen Winkel. Wenn ich zumache, fällt er runter, wenn ich aufmache, geht er rüber. Verstehe. Also ganz, ganz viel Spin kann auch ein Problem sein. Man denkt, das ist für kurze Noppen einfach. Viel Unterschnitt? Viel Unterschnitt kann schwierig sein für kurze Noppen, ganz genau, weil man das Tempo dann ein bisschen rausnimmt. Lange Unterschnittbälle in die Rückhand, lange Aufschläge in die Rückhand sind ein probates Mittel. Ich trainiere das ganz speziell. Ich finde da schon Lösungen, aber das Prinzip wäre richtig. Ja. Also auch viel aggressiv lang zu spielen in die Rückhand. Nicht zu viel in den halblangen Bereich, wo der Noppenspieler vielleicht flippen kann. Ich glaube, das ist auch die Wohlfühlzone. Das ist so ein bisschen mehr über dem Tisch, nicht so ganz aggressiv lang, sondern ein bisschen halblang kurz, wo dann der Noppenspieler genau seine ekligen Bälle dann spielen kann mit der Noppe. Genau. Der kann ja die dann super platzieren auf Ellbogen, kurz ranholen und dann darauf warten, dass der Gegner einen Fehler macht, der Ball ein bisschen höher kommt und dann die starke Front einsetzen. Genau. Also das ist das Prinzip in der Regel, oder? Ja. Wobei, ich glaube auch da würde ich sagen, macht es eine Mischung so ein bisschen. Wenn man nur ein System spielen wollte, also jetzt nur lange Aufschläge hin. Das funktioniert auch nicht. Also es geht auf einer gewissen Ebene wahrscheinlich und vielleicht gegen viele Spielertypen sogar zu 100%. Aber ab einer gewissen Ebene würde ich sagen, ist die Mischung dann auch wieder wichtig. Ja, man stellt sich drauf ein, aber vielleicht, dass man einen von 3 Bällen genau gezielt so einstellt. Vielleicht so, ne? Ja, interessant. Hängt ein bisschen auch vom Beispiel Thomas Englert. Das ist ein sehr starker Noppenspieler. Der ist zum Beispiel so flink auf den Beinen, der würde so einen Ball wahrscheinlich auch ständig umlaufen. Jedes Mal, bin ich mir sicher. Da zum Beispiel wäre das tricky, sowas zu machen. Ne? Ich bin ein älterer Herr, dann könnte man vielleicht eher machen, aber vielleicht finde ich andere Lösungen. Ja. Du bist auch flink auf den Beinen. Danke. Also du hast ja vorhin erwähnt, dass als Angriffsspieler das eigentlich ein gutes Mittel ist gegen einen Spieler mit einer kurzen Noppe. Lange, schnelle Aufschläge in die Rückhand, tief anzustechen in die Rückhand, vielleicht auch mit Spin, immer auf die Grundlinie, also wirklich lang in den Rückhandbereich von dem Spieler zu spielen, der jetzt halt auf der kurzen Noppe die kurze Noppe auf der Rückhand hat. Was kann denn jetzt der Noppenspieler dagegen tun, da nicht ausgespielt zu werden? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss, also bei mir war es so, dass ich habe ja recht spät mit kurzen Noppen begonnen, mit 19, und ich habe 2 Jahre lang ganz okay gespielt, aber den richtigen Sprung habe ich dann erst gemacht, als ich es geschafft habe, ganz sicher mit der Rückhand zu eröffnen, gegen Unterschnitt. Dass wenn ich aufgeschlagen habe, einen langen Unterschnittball bekommen habe, dass der sicher auch bei knappen Spielständen auf dem Tisch ist. Der muss gar nicht besonders hart sein. Der muss nicht mit 500 km/h da drüben einschlagen, aber er muss relativ flach sein und
es kann sogar sein, dass er gut ist, wenn er leer ist, wenn er keinen Spin hat, wenn er einfach so ein bisschen tot rüberkommt, dass der Angreifer den gar nicht übernehmen kann, dann fällt er ins Netz so ein bisschen. Das kann auch ein Ziel sein. Es gibt aber auch Noppen, die sehr spinnig sind, mit denen kann man auch mit Spin so ein bisschen eröffnen. Ja. Geht auch. Hauptsache er bleibt flach und ist sicher auf dem Tisch. Dann ist alles gut. Man kann es natürlich auch anders spielen als kurzen Doppelspieler. Man kann auch versuchen, ein Spielsystem aufzubauen mit viel langen, schnellen Aufschlägen selber. Dass man gar nicht Schupfbälle bekommt. Ja. Beziehungsweise, wenn ein Schupfball kommt, dass man dann auch Zeit hätte, nach diesem langen Aufschlag rumzugehen. Das gibt's auch. Aber das ist natürlich dann ein etwas anderes Spiel. Die Mima Ito, diese Japanerin, vorhin schon mal erwähnt, spielt so ein bisschen so manchmal. Die macht viel solche zweite Phase Kick-Aufschläge, die man nicht so richtig schupfen kann. Und dann geht's gleich ein schnelles Spiel. Dann kommt man gleich zum Schießen oder zum schnellen Topspin und das Spiel wird sofort unruhig und schnell. Ja. Wenn man keinen Schupfball möchte, schlägt man halt mehr mit Überschnitt auf, ein bisschen mehr mit Kick oder eben auch ein bisschen länger. Aber ich finde es trotzdem wichtig, einen relativ stabilen Rückhandangriffsball zu haben. Auch gegen lange Aufschläge das zu üben, dass man den sicher flach auf den Tisch treibt. Ja. Der muss auch nicht besonders hart oder extrem in die Ecke sein, aber flach. Dass man quasi wirklich gezielt diese Schwäche dann auch im Training anspielt und das dann übt, dass man dann im Spiel wirklich diese vermeintliche Schwäche dann auch vielleicht sogar als Stärke zum Schluss wieder nutzen kann. Genau. Dass man dann eklige Bälle eröffnet oder vielleicht sein ganzes Spielkonzept so umdreht, dass man mit Kickaufschlägen anfängt und gar nicht erst diesen Schupfball lang an die Rückhand bekommt. Genau. Oder wenn der Schupfball kommt, auf gegen einen Seitschnittaufschlag zu schupfen, dann ist der meist nicht so gefährlich. Der hat nicht so einen giftigen Schnitt. Der ist halt so ein bisschen Sidespin. Den kann man sogar selber übernehmen und diesen leichten Sidespin wieder mitnehmen. Ja, das ist auch ein Mittel zum Beispiel. Ich schlage teilweise mit Sidespin auf, bekomme einen Schupfball und kick den so an, dann kickt der so ein bisschen. Aber ich übe es regelmäßig. Und ich habe das damals auch gemacht, als ich diesen Sprung gemacht habe. Unbedingt sicher öffnen. Also, wenn ich jetzt an den normalen Belag denke, dann muss ich bei der Technik schon einiges beachten, mich auf den Schnitt anpassen, vielleicht von unten ausholen, nach oben ziehen. Wie sieht denn so die Technik beim Rückhand eröffnen mit dem Noppenbelag aus? Hängt ein kleines bisschen ab von den Noppen. Wenn es sehr griffige sind, sehr spin-orientierte, sowas gibt's auch, dann kann man relativ noppeninnen ähnlich Topspin ziehen. Bei allen anderen sieht die Bewegung ein Tick höher angesetzt aus. Also man geht nicht ganz so tief, sondern ein bisschen höher setzt man an. Und ganz wichtig, man darf den Ball nicht zu fein treffen, sondern ein bisschen frontaler. Es ist dann so eine Mischung aus Schlag und Topspin, so ein Treibspin, sage ich mal. Man geht gegen den Ball, aber zieht trotzdem ein bisschen. Das muss man für sich rauskriegen. Es hängt sehr davon ab, wie schnell das Holz ist. Dann macht es leichter. Je dicker die Noppen sind, sagen wir mal 2-0, spielt sich viel einfacher als Eröffnungsball als 1,5 oder 1,3 oder so und mit einem langsamen Holz. Da muss man sehr viel arbeiten. Mit 2-0 und schnellen Noppen ist es relativ einfach, finde ich, aber man muss ein bisschen mehr öffnen, mehr gegen den Ball gehen. Und wenn du jetzt den ersten anziehst auf Unterschnitt und du bekommst dann den Block beziehungsweise so halt einen Spinball in die Rückhand gegen, musst du dann auch viel justieren? Man muss justieren, aber deutlich weniger als mit Noppen-Innen, würde ich sagen. Und Noppen-Innen muss man doch so und dann so. Und hier ist der Unterschied gradueller. Das ist feiner. Trotzdem muss man nach dem oben lassen, am besten früh nehmen den nächsten. Ja. Es ist leichter, den Ball direkt nach dem Aufsprung zu nehmen, als springen zu lassen und besonders hart schlagen zu wollen. Ja. Die Kontrolle hier oben ist deutlich anspruchsvoller, als den direkt zu nehmen. Und der Gegner hat auch weniger Zeit, wenn man ihn früh nimmt. Ja, also auf jeden Fall der Wechsel ist kleiner. Vielleicht ist das auch noch ein großer Unterschied zum Noppen-Innenbelag, weil wir nehmen ja mit einem glatten Belag den Ball in der Regel am höchsten Punkt und probieren ihn dann nach vorne zu spielen, wirklich mit einer Schwungbewegung. Ja. Und da ist dann vielleicht bei euch der Unterschied, früh zu nehmen und dann den Ball da zu kontrollieren, ne? In einer anderen Phase von der Ball. Ich nenne es manchmal so den Unterschied zwischen hart spielen und schnell spielen. Mit Noppen-Innen geht es vielleicht ein bisschen mehr darum, hart zu spielen. Hört sich erstmal ähnlich an, aber der Unterschied liegt für mich daran, ein harter Ball kann auch von hinten geschlagen werden. Ja. Ne? Unglaublich fest gegen den Ball, der kommt da sehr hart an, aber der Gegner hat trotzdem mehr Zeit, weil der Weg länger ist. Und schnell spielen kann bedeuten, auch einfach nur früh zu schupfen oder früh zu blocken. Ne? Man lässt dem Gegner wenig Zeit, macht aber keinen übertriebenen Aufwand daraus irgendwie. Ja. Ne? Also Schnellspielen ist mit Noppen wichtiger,
schnell spielen und platziert spielen. Platzierung und Geschwindigkeit oder Geschwindigkeitswechsel sind manchmal wichtiger als reine Härte. Mit reiner Härte wird man gegen einen sehr guten Angreifer nicht unbedingt nur gewinnen können. Ja. Da ist man gegen die Rotationsbälle in Schwierigkeiten. Ja, guter Punkt. Ja. Guter Punkt. Ich spiele auch ganz viele Beinarbeitsübungen, indem ich am Anfang anfange mit einem Schupfball und einem ersten Rückhandball. Dass das praktisch immer drin ist. Ja, es spielt sich es hört sich gleich an, eine Beinarbeitsübung mit oder ohne ersten Ball. Das ist aber ein Riesenunterschied. Ja, und das, auf jeden Fall. Und es trennt schon sehr spielstärkemäßig. Wenn man das sicher kann, hat man schon ganz viel übersprungen. Ja. Es ist ein Unterschied, ob man so anfängt und den zweiten kontert oder ob man gleich aus einem Konterball einfach so anfängt. Das ist ziemlich einfach. Ja, also aber nicht spielgerecht. Es gibt ja viele Spieler, die können diese regelmäßigen Übungen super gut. Ich glaube, ich gehöre da dazu, so dieses Reinkontern und dann erstmal 10, 15 Topspins, das macht mir Spaß. Da fühle ich mich wohl. Aber klar, das ist dann nochmal schwierig, besonders wenn man aus einer Pause kommt, Unterschnitt Aufschlag und mit der Eröffnung die gleiche Übung. Ja. Es kommen auf einmal ganz andere Ballwechsel zustande, du hast nicht mehr diesen Flow. Ja. Ne, du musst erstmal was machen, ja. Das war's auch schon wieder mit dem ersten Teil des Videos. Lasst gerne einen Kommentar und ein Abo da. Dann verpasst ihr auch nicht den zweiten Teil dieser kleinen Serie mit Nico, Kurze Noppe verstehen. Dort wird Nico uns wichtige Tipps geben, worauf kurze Noppenspieler bei der Materialwahl achten müssen und wie man gegen die kurze Noppe spielt. Wenn ihr Fragen an Nico oder an mich habt, dann schreibt diese gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euch im nächsten Teil. Macht's gut!